In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie mit dem Ulux IoT Designer MQTT-Geräte einbinden und direkt in der Software testen können. Wir öffnen das Demo-Projekt. Beim MQTT-Broker stellen Sie bitte die Adresse Ihres MQTT-Brokers ein. Wir verbinden uns zum Broker und prüfen, ob die Verbindung hergestellt wurde. Nun öffnen wir das Schalterlayout. Wir wählen die erste Seite aus und suchen in der Bibliothek nach einem Dimmer-Symbol. Dieses platzieren wir per Drag and Drop im Schalterlayout. Als nächstes benötigen wir ein Symbol zum Ein- und Ausschalten. Dieses platzieren wir ebenfalls per Drag and Drop am Schalterlayout. Nun möchte ich Ihnen die Variablen erklären. Zuerst Shelly Power. In der Subscription wurde der Topic ausgewählt. Der MQTT-Broker zeichnet alle Topics auf. Mit der Filterfunktion können Sie nach den passenden Topics suchen. Wir wählen den passenden Topic aus. Bei diesem Topic handelt es sich im Payload um JSON-Daten. Im IoT-Designer werden alle Felder angezeigt und wir wählen das Feld A-Power aus. Da es sich um eine Zahl handelt, ist der Datentyp analog der richtige. Wir wollen eine Darstellung mit keinen Nachkommastellen, das 0, und W für Watt. Als Bereich geben wir 0 bis 100 an, das ist das Limit. Die zweite Variable ist der Shelly Status Output. Hier wird ebenfalls der Topic ausgewählt. Es handelt sich ebenfalls um JSON-Daten und uns interessiert das Feld Output. Dieses ist nun vom Typ Digital. Der IoT-Designer erkennt digitale Typen automatisch, wie zum Beispiel True, Enabled, On, 1 etc. Nun erstellen wir noch eine dritte Variable. Hier wählen wir wieder den passenden Topic aus. Und nun das Feld Brightness. Dies ist vom Datentyp analog und wir wollen das als Prozent darstellen. Als Bereich wurde bereits Prozent ausgewählt. Wir verknüpfen nun die Variablen und ziehen diese per Drag and Drop auf die entsprechenden Symbole. Wir können diese Variable auch auf Delete ziehen. Die Helligkeit des Dimmers verknüpfen wir zum einen mit dem Dimm-Symbol und mit der Prozentanzeige. Als nächstes wollen wir noch eine Anzeige für die Leistung. Dazu ziehen wir das Feld Shelly Power wieder per Drag and Drop auf das Schalterlayout. Gleichzeitig halten wir die Ctrl-Taste fest, so wird ein Textfeld mit einer direkten Verknüpfung zur Variable eingefügt. Dieses können wir noch genau platzieren. Nun sind wir mit der prinzipiellen Visualisierung fertig.
Was jetzt folgt, ist die Belegung der Tasten. Dazu wählen wir die linke obere Taste aus und fügen eine Aktion hinzu. Wir wollen einen direkten MQTT-Befehl an unseren MQTT-Broker senden. Wir geben entweder den Topic direkt ein oder wählen diesen aus. Den passenden Befehl habe ich bereits in die Zwischenablage kopiert. Beim Drücken soll der Befehl ausgelöst werden. Wir benötigen aber auch einen zweiten Befehl, der das Dimmen anhält. Dieser soll beim Loslassen der Taste ausgelöst werden. Gleiches machen wir nun für die rechte obere Taste. Beim Drücken, wir wählen den Topic aus, geben unseren Befehl ein und passen diesen an, fügen einen zweiten Befehl hinzu, wählen den Topic aus und passen den Befehl wieder an. Dieser soll beim Loslassen versendet werden. Jetzt kümmern wir uns um die rechte untere Taste. Auch hier fügen wir wieder einen Befehl ein, wählen wieder den passenden Topic aus, passen den Befehl an. Zusätzlich wollen wir auch noch einen Sound wiedergeben, wenn diese Taste gedrückt wird. Einen Sound ziehen wir einfach per Drag and Drop in die Befehlsliste. Des Weiteren wollen wir noch bei einem Doppelklick auf die zweite Seite wechseln. Dazu wählen wir die Funktion Navigieren auf die nächste Seite aus. Nun können wir alles testen. Wenn wir die Alt-Taste festhalten, dann können wir die Tasten bedienen. Der Sound wird abgespielt und der Dimmer schaltet ein. Wir sehen, die Leistung steigt an und beim Ausschalten geht die Leistung wieder auf 0. Nun testen wir die Dimm-Funktion. Je länger die Taste gedrückt ist, desto größere Schritte macht der Dimmer. Die Doppelklick-Funktion können wir ebenfalls testen. Das Ganze lässt sich auch mit dem Live-Test überprüfen. Nun müssen wir die Alt-Taste nicht mehr festhalten.